10 des Hessischen Waldgesetzes und die Allgemeinverfügung des Vogelsbergkreises. Da Sie sich bislang geweigert haben, den Baum freiwillig zu verlassen, werden Sie durch speziell bestimmte Aufbaut, wir packen es endlich an. Ich weiß auch noch nicht wie, aber Fragen schreiten wir voran. Wir bauen auf was uns aufbaut, der Fluss, an dem wir stehen, fließt noch ewig dahin. Kommt, wir warten nicht auf bessere Zeiten. Ich rede mir einfach irgendwie ein und hoffe, dass wir halt hier irgendwie was aufgebaut haben, was über die Baumhäuser hinaus wächst. Irgendwie. Ich stelle mir vor, so, dass wir vielleicht den Wald nicht retten können, aber der Wald oder in diesem Wald Samen gepflanzt wurden in Menschen, die das jetzt heraustragen in die Welt. Mit, glaube ich, und wir gehen jetzt auch mal los. Ich halte das hier nicht mehr aus in der Sonne. Wir gehen mal Richtung Wald, um irgendwie auch ein anderes Klima zu kriegen. Kommt mal mit einfach. Ja, es ist heute nicht so ganz leicht. Ich glaube, was ich hier höre von Menschen, die schon lange hier sind, das ist wahrscheinlich mit Abstand der größte Waldspaziergang bis jetzt. Ich hoffe, dass sie in den nächsten Wochen noch größer werden übrigens. Aber das ist ein ganz guter Anfang, wenn ihr zu Hause erzählt, den Freunden, den Nachbarn, den Kollegen, Kolleginnen, den Familien. Öffnet eure Augen, öffnet euren Herzen diesen Wald. Wenn ihr herumschaut, ich sehe jetzt auf einen Blick 4 Pilze. Ich sehe hinter mir kleine Bäume, die wachsen. Ich sehe vor mir Ausgleichsmaßnahmen, die tot sind. Plastikbäume in einem Plastikwald. Das ist nicht, wie es funktioniert. Der Dannröder Wald ist ein Wald, der eine eigene Geschichte hat. Wir haben diesen Wald besetzt vor einem Jahr. Und am 23. Juni war ein Gerichtsbeschluss, der gesagt hat, es darf gebaut werden. Aber dieser Wald steht noch und wir aus der Besetzung, wir sind auch noch hier. Und jetzt seid ihr auch alle hier. Was wir hier gemeinsam erschaffen, das ist eine Bewegung. Und es ist Teil einer größeren Bewegung,
die keinen Bock mehr hat, dass unsere Wälder zerstört werden, die keinen Bock mehr hat, dass meine Lebensgrundlage vor meinen Augen zugrunde gerichtet wird, die keinen Bock mehr hat. Ich habe keinen Bock mehr, wenn ich Kinder sehe, dass ich mich frage, was wird mit euch passieren? Welche Welt hinterlassen wir euch? Die Menschen, die hier besetzen, haben sich entschieden, ausschließlich auf dieser Trasse unsere Baumhäuser aufzubauen, weil es uns darum geht, diese Autobahn aufzuhalten, weil es uns darum geht, diesen Wald zu schützen und so möglichst wenig Einfluss zu haben. Ich höre die Argumente, ja, wir haben das schon vor 40 Jahren geplant, das können wir ja jetzt mal bauen. Ich höre Argumente wie, ja, das Gericht hat das beschlossen, ja, das können wir dann doch bauen. Ich höre Argumente wie, ja, so viele LKWs, dann müssen wir halt eine Autobahn bauen. Ich höre nicht, lasst uns Verantwortung übernehmen. Ich höre nicht, lasst uns daran denken, wie wir wirklich nachhaltig unsere Zukunft gestalten wollen. Und deswegen habe ich mich entschieden, hierher zu kommen, weil ich möchte Verantwortung übernehmen. In oben ist so ein bisschen das Welcoming-Barrio. Hier kommen oft die neuen Menschen an oder Presse, was sich, glaube ich, aber auch in letzter Zeit wieder mehr verteilt. Wir haben 2 Küchen. Das da oben auf der Plattform ist die vegane Küche. Ich bitte darum, da wirklich nur veganes Zeug reinzubringen und zu konsumieren, weil das Menschen sehr wichtig ist, dass sie das nicht sehen müssen, dass tierische Produkte gegessen werden. Für Sachen, so Freegan nennen wir das, auch wenn der Begriff vielleicht nicht ganz stimmig ist, gibt es halt die Küche da hinten am Boden. Sie ist ein bisschen rancy, aber eigentlich auch mal ganz nett. Ihr könnt immer alles essen, was ihr wollt. Ihr könnt euch immer alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch, wenn ihr sagt, ich koche Nudeln, vielleicht für ein paar mehr Leute Nudeln kochen, dann freuen sich mehr Menschen. Wasser gibt es auch oben in der Küche. Trinkwasser. Da gibt es auch das To-Do, dass es hergebracht wird. Wenn ihr nicht wisst, von wo das kommt, umso besser. Da könnt ihr vielleicht mit jemandem losgehen, der das weiß, und dann wissen es mehr Leute. Wir nennen unser Kompostklo den Tempel. Und der Tempel ist, wenn ihr hier rausgeht, da ist so eine Straße, auf der anderen Seite ist so eine kleine Desinfektionsstation und so ein Schild und daneben ist ein Trampelpfad. Und da sind Anleitungen, wie dieser Tempel benutzt wird. Bitte benutzt es so, wie die Anleitung das sagt, weil das so Sachen wie kein Toilettenpapier auf den Haufen werfen ist wichtig, weil wir versuchen, das zu kompostieren und weil das Toilettenpapier auch mal wegfliegt. Dafür gibt es Beutel, die daneben hängen. Wir verstehen uns als einen Lernraum und einen Skillshare-Raum. Das heißt, wir freuen uns immer darüber, wenn Workshops angeboten werden, auch von euch, also von allen. Es gibt da eigentlich keine Hürde. Wir haben vorne so einen kleinen Kalender. Da könnt ihr das einfach eintragen, wenn ihr was teilen wollt. Und in der Speedy Round, die ist jeden Abend um 7 ansagen. Es gab irgendwie super viel, was geteilt werden kann. Vom Pilzspaziergang zum Massageworkshop. Ich finde, das ist auch das Coole hier, dass wir hier auch sind, um neue Gesellschaftsformen auszuprobieren und viel voneinander zu lernen. Thema Awareness. Fragt nach in eurer Umgebung, wenn ihr raucht, oder geht halt einfach ein paar Schritte weg. Dasselbe gilt für Alkohol trinken. Wenn hier die Polizisten reinrockern, gibt es unterschiedliche Dinge zu tun. Es ist wichtig, Strukturen zu besetzen. Das heißt, wenn sie irgendwie lang gehen und in der Nähe sind und ihr seht, dieser Tripod ist nicht besetzt und ihr habt den Impuls oder es ist euer Aktionsbereich, dass ihr da hochklettert, dann ist es für gut, wenn ihr da hochklettert. Wenn nicht, ist es auch voll okay. Wenn sie durch die Gegend fahren, wenn sie aussteigen, ist vielleicht sollte man mehr schauen. Wenn es richtig viele sind, dann kommt Action-Modus. Wegrennen von der Polizei ist keine Ordnungswidrigkeit, es ist kein Verbrechen. Ihr könnt auch einfach, je nachdem, was ihr macht, könnt ihr danach wegrennen. Und sie sind sehr verwirrt, wenn wir durchs Unterholz gehen. Das können sie selber nicht, glaube ich, irgendwie oder so. Ja, das heißt, rennt einfach durch den Wald. Also wir benutzen alle Waldnamen. Die allermeisten hier werden ihre Identität nicht angeben. Ich würde das auch empfehlen, das so zu machen. Viele Aufgaben im Wald, habe ich gemerkt, sind Sachen durch die Gegend tragen, Sachen suchen und wieder durch die Gegend tragen. Aber sonst ist es cool, wenn sich alle verantwortlich fühlen, dass sie alle willkommen heißen. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, der irgendwie verloren mit seinem Rucksack hier rumsteht, dann gerne auf den zugehen. Irgendwie, je nachdem, wie viele Kapazitäten ihr habt, nur das Basic sagen, so Wasser, Klo, irgendwie willkommen.
Oder wenn ihr mehr Zeit habt, auch vielleicht gemeinsam rumlaufen, rumführen. Das ist voll wichtig. Ich glaube, von meiner Seite wäre es dann so weit, so gut. Um 11 Uhr Klettertraining hier und habt einen schönen Tag. Danke. Gerne. Gut. Ziviler Ungehorsam ist keine Straftat. Ziviler Ungehorsam ist wichtig für eine Demokratie. Sich nämlich nicht nur alle 4 Jahre an einem politischen Prozess zu beteiligen, sondern auch in der Zeit dazwischen zu sagen, das gefällt mir nicht und deswegen setze ich mich so lange dahin, bis das nicht mehr ist, weil mir das wichtig genug ist. Das finde ich ein immens wichtiges Errungenschaft unserer Demokratie. Und ich finde es wichtiger, dass Menschen selbstständig sich Gedanken um die Welt machen, als dass sie meiner direkten Idee der Welt folgen. Also ich finde dieses kritische Nachdenken um die Welt sehr wichtig. Widerstand leisten, ohne selbst Teil vom System zu sein. Selbst wenn die Abfälle Müllcontainer sind ja Abfälle der Gesellschaft verwertest, was wir ja hier machen, versuchen, bist du dann immer noch Teil des Systems, weil du darauf angewiesen bist, dass Leute überhaupt was wegwerfen. Also wenn wir es schaffen würden, dass Leute alles recyceln würden, könnten wir nicht Widerstand leisten, so wie wir ihn leisten. Es ist ein Prozess, den du einfach durchleben kannst. So, du kannst Schritt für Schritt gucken, wie kann ich mein Leben so anpassen, dass ich auch noch in 50 Jahren hier auf diesem Planeten leben kann, ohne im Sommer, keine Ahnung, einzugehen. So. Und ich finde, das ist kein Schalter, der irgendwie umgelegt werden sollte, sondern eher so ein Prozess, eine Veränderung von, wie lebe ich und wie gehe ich mit natürlichen Ressourcen um. Und ich finde das schlimm, wenn Menschen irgendwie dann nur durch ihr schlechtes Gewissen sagen, in so eine Trotzhaltung verfallen. Ich meine, das kann ich vielleicht bei Kindern verstehen, aber bei erwachsenen Menschen, die sollten das doch mal... Es gibt Momente, wo ich will mich mit einer Person treffen, Person ist nicht da, hat kein Handy. Ich setze mich einfach mal einen halben Tag unter den Baum und warte. So, wer macht das denn mal so in der Stadt, sich einen halben Tag vor den Hauseingang setzen und warten, dass die Person rauskommt? Genau, ein Buch zwischendurch lesen oder einfach, ich laufe durch den Wald und es sitzt einfach irgendeine Person da und dann entwickelt sich ein Gespräch auf eine Art und Weise, wo es nicht darum geht, so ich muss zum nächsten Termin, sondern wo Menschen sich Zeit nehmen für eigentlich die andere Person auch kennenlernen, wirklich so eine Verbindung schaffen, was Zwischenmenschliches und so ein magisches Erlebnis haben, was mich immer wieder in solche Orte zieht. Das ist richtig schön mit unserer Nachbarschaft, richtig schön. Das ist halt auch nicht nur deine Sachen, mit denen du spielst, dein ganzes Verhalten, was du in so einer Besetzung an den Tag legst, wird nun mal auf die gesamte Besetzung irgendwie angewandt. Also alles was passiert oder was ich auch sage jetzt zum Beispiel, ist zwar meine Einzelmeinung, aber es wird von den Menschen und von den Medien, von der Gesellschaft
wahrgenommen als ich spreche für alle. Das habe ich hier auch erstmal gelernt, so dieses, kein Mensch in einer Gruppe kann irgendwie die gesamte Meinung der gesamten Gruppe vertreten, sondern es sind eigentlich immer Einzelmeinungen. Zu sehen, dass mein eigenes Verhalten, wenn ich jetzt hier runterfalle, so, es ist nicht nur Scheiße für mich, weil ich dann bestimmt Schmerzen habe, sondern auch Scheiße für die ganze Besetzung, weil dann in den Medien so ankommt, ja, ihr habt ja alle nicht auf eure Sicherheit geachtet und ihr seid ja alle nur so irgendwelche Kinder, die im Wald spielen und so weiter. So mein Verhalten reflektiert auch die Gruppe, in der ich mich bewege. Ich räume auf. Ja, also es hängt natürlich schon auch oft an denselben Leuten, aber wir versuchen es schon zu verteilen auch, dass alle mal irgendwie irgendwas machen. Und und halt auch so zum Beispiel, ich spüle überhaupt nicht gerne ab. Ich räume dann lieber Sachen auf. Und ich glaube, das ist auch voll okay, dass dann Leute das nicht machen müssen. Ja. Aber eigentlich finde ich, dass wir es ganz gut hinkriegen, nicht diesen Wald zu vermüllen, den wir schützen wollen. Obwohl es hart ist. Wir müssen das halt alles, also es wird halt alles reingebracht und dann muss es halt auch alles wieder rausgebracht. Zur Mahnwache. Und da verteilen es dann Supporties in ihre Mülltonnen. Und das ist natürlich schade, aber leider leben wir in einer Gesellschaft, die sehr viel Müll produziert. Und dem können wir uns hier auch nicht entziehen. Das ist halt so. Okay, ist mein Müllstapel weg. Ah, das hat funktioniert. Wie cool. Ich habe hier einen Stapel voller Müll gestellt und eine Zettel auf dem stand, bitte bring mich zur Mahnwache. Und ich hab geklappt. Deswegen wollte ich das auch mal sagen. Eine Hundertschaft von Lukas-Freundin hierher auf dem Weg zu uns. Polizei läuft von der Mahnwache aus in unsere Richtung. Ja. Naja, da sind noch schon Polizisten. Komm, dann gehen wir mal in die Richtung. Und? Was sprechen wir? Die Jungs. Gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Nee? Nee. Nicht guten Morgen gesagt? Nee. Ich habe nur gesagt, ihr steht gleich auf der Autobahn. Das ist doch egal. Die kämmen das so durch und dann schwenken sie rum. Ja. Ganz einfache Geschichte. Wie bei einer Treibjagd. Ja. Hasenjagd, Wildschweinjagd, so sieht's aus. Ja. Ja. Traurig! Seit 40 Jahren wehrt sich die Bevölkerung dagegen, dass dieser Wald zerstört wird. Der Wald ist wertvoll. Hier leben geschützte Tierarten. Und indem sie ihren Dienst versehen, helfen sie diesen Wald zerstören. Da ist ein Trinkwasserschutzgebiet für 1.500.000 Menschen drunter. Wussten Sie das, Herr Schulz? Die Fakten sind doch allen bekannt. Ja, eben. Aber Ja, warum eben. tun Sie das Fakten dann sind aber für trotzdem? uns andere. Ich gehe hier morgens auf die Arbeit und habe morgens Hirsche. Haben Sie Ja. schon mal Hirsche gesehen? Natürlich. Ja? Ich wohne auch Die am Wald. begrüßen mich morgens. Ja. Das sind meine Fakten, das ist meine Heimat. Meine Kinder gehen hier spazieren, die treiben hier Sport. Mein Mann macht jeden Tag Sport, um für seinen Beruf fit zu sein. Wo sollen wir denn dann hin? Ja, es ist so. Ihr wart noch nicht auf der Welt, wo ich diese Dinge, ich war immer ganz gut auf der Seite unserer Leute in unserem Staat. Immer ganz gut dabei. Aber was in den letzten 15, 20, 30 Jahren passiert ist, das kann ich nicht mehr alles nachvollziehen. Es tut mir leid. Ja. Völlig eine falsche Entwicklung, völlig eine falsche Richtung. Nein, es ist einfach eine Frage, kann ich in meinem Gedächtnis
soll die Gedankengänge verarbeiten oder ich kann sie nicht verarbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass Politiker, die zurzeit an den Regierungsbänken sitzen oder an den Regierungspulten stehen, dieses nicht verarbeiten können in ihrem etwas festgefahrenen, mit Scheuklappen versehenen Gehirn. Ist so. Und wenn sich das nicht ändert, dann wird es eben immer näher Richtung Ende des Planeten gehen. So einfach ist es. Aber die jungen Leute, ich vertraue auf die jungen Leute. Ich werde es nicht mehr schaffen, weil so lange dauert es vielleicht nicht mehr. Aber die jungen Leute, auf die vertraue ich. Die müssen noch 10, 15 Jahre durchhalten und dann wird sich irgendwas ändern. Ne? Dann werden die Leute, die jetzt da verharren, aus den Ämtern gejagt und es kommen andere. So einfach ist es. Ich weiß nicht, was noch passieren soll. Die Pole schmelzen im Norden und im Süden. Trinkwasser wird knapp. Was soll denn noch passieren, dass es den Menschen die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Umweltproblematik, jeder Wissenschaftler sagt es deutlich. Und was passiert in den Regierungsetagen? Nichts. 0, nichts. Aber ist ja auch egal. Stellt sich der Innenminister hin und sagt, ja, ist mal ein Fehler passiert, kriegen wir schon in den Griff. Und dann wird völlig weiter gewhatsappt und getwittert, ne? In den Büros. Tut mir leid. Mir auch. Was meinst du, wie hoch ist eure Hoffnung, dass ihr was erreichen könnt, alle zusammen? Also ich meine, sie haben jetzt bisher erst unsere allerersten Strukturen angegriffen und wir haben schon massiven Support von der ganzen Gesellschaft. Ja. Also auch so medial, es gab in ganz vielen verschiedenen Städten so solidarische Aktionen und Demos. Deswegen bin ich eigentlich total optimistisch, auch mit der Großdemo von gestern, dass wir das in den nächsten Wochen, dass wir noch größer werden und richtig politischen Druck aufbauen können. Okay, ja, das heißt, es ist auf jeden Fall wichtig, dass sich auch noch mehr Menschen irgendwo anschließen und selber aktiv werden, auf welche Art und Weise auch immer. Und auch einfach so für die Menschen, den Wald mal wieder zu spüren. Das ist auch was ich gerade gesagt habe. Im Grunde genommen, wenn wir über Wald sprechen, sprechen wir über das, was uns immer begleitet hat. Was alles ist, was wir eigentlich sind. Nur im digitalen Zeitalter haben wir uns mental so weit davon entfernt, dass wir das nur noch wahrnehmen, wenn wir einmal mit dem Hund oder so in den Wald gehen. Aber ansonsten ist uns alles egal. Also diese Nähe zum Wald, wie du auch gesagt hast, dieses Bewusstsein, ne, das ist total wichtig, dass man das so an die Menschen wieder ranträgt, damit die Menschen sich entsprechend dann auch beteiligen. Okay, ich habe jetzt mit Ihnen gesprochen, sage ich mal jetzt. Nee, dann machen wir jetzt nicht. Also das war jetzt die Möglichkeit. Ich biete Ihnen jetzt die Möglichkeit, den Bereich jetzt hier zu verlassen. Beraten Sie sich, wer dann gehen will, der geht und alles andere würden wir dann in dem Rahmen machen. Wir haben Versammlungsrecht auch und rechtlich auch alles komplett sauber ist. Sie haben übrigens auch die Möglichkeit, den Wald zu verlassen. Das ist unsere Heimat hier. Ja, ich verstehe das ja alles. Ne? Aber Sie wissen auch, wie Sie die dürfen auch Situation gehen. ist. Ne? Also ich habe Ihnen die Möglichkeit, ich habe Ihnen jetzt die Möglichkeit gegeben. Ne? Wenn Sie das dann machen, dann machen Sie das. Und wenn nicht, würden wir das dann gleich eben so umsetzen, wie wir auch rechtlich notwendig ist. Ja, verstehe ich. Ist doch vollkommen okay. Mein Sinn ist, diese kleine Kindheitserinnerung zu bewahren. Kann ich auch nachvollziehen. Polizei dann Freundin kann ich aus Ihrer Sicht auch nachvollziehen. Aber interessiert nicht. Ich habe als Bürger keinen Schutz. Ich habe Ihnen ja gerade die rechtliche Situation beschrieben, die kennen Sie ja genauso gut wie ich. Also wir können unsere persönlichen Dinge, die können wir austauschen oder auch nicht. Aber jetzt die Situation ja so, wie ich sie gerade beschrieben habe. Ich hätte das so verantworten möchten. Ich auch. Ja. Wie wäre es denn mit Maulbacher Polizei? Es sind noch lauter Feiglinge vom Bouffier und all das hier vom Kreuz. Hier. Feiglinge. Hier, das knirscht, ne? Nein, das ist unser Rechtsstaat. Und auf den Beutel her, den hessischen Innenminister, diesen. Das ist unser Rechtsstaat. Geht auf die Straße, die Welt in Müll und Krieg versinkt. Geht auf die Straße, weil Widerstand Gewalt bringt. Geht auf die Straße, ehe die Welt in Müll und Krieg versinkt. Geht auf die Straße, weil Widerstand uns vorwärts bringt. Geht auf die Straße! Entschuldigung, ich muss Sie jetzt bitten, den Bereich hier zu verlassen. Und zwar in diese Richtung. Also, wenn Sie dem nicht vorgeleisten werden, wie Sie räumen müssen. Wie gesagt, in diese Richtung
Wenn nicht, werden die Kollegen Sie jetzt einzeln ansprechen und dann in diese Richtung hinter die Absperrlinie verbringen. Diese Richtung, einfach den Weg entlang. Rotes Flattermachen dort hinter. Sie können auch gerne weiter musizieren, nur bitte in diese Richtung. Dann laufen Sie am besten so wie alle laufen, so wie Ihre Kollegen, die Sie jetzt hier die ganze Stunde gesessen haben. Dann tut es auch keinem weh und dann ist alles okay. Ich werde mit denen gehen und den Anständern nehmen, Wir musizieren jetzt noch hier fertig, dann bitte Sie einen Hosenständer nehmen und dann gehen Sie gemeinsam. Also sagen Sie es noch einmal. Entweder kommen Sie freiwillig mit, oder wir werden Sie haben jetzt noch die Chance, Ihre Sachen einzupacken. Kommen Sie freiwillig mit, sonst müssen wir Zwang einsetzen. Den Bereich in diese Richtung zu verlassen. Packen Sie das Instrument ein, dann wird es nicht beschädigt und wir gehen hier raus wie erwachsene Leute. Haben Sie das verstanden? Ich habe das verstanden. Kommen Sie der Weisung nach? Ja. Sehr nett von Ihnen. Dann packen Sie es jetzt bitte ein. Dann werden Sie mit Zwang dorthin führen. Werden Sie mit Zwang dorthin führen. Instrument ein und der Bereich wird jetzt hier geräumt. Würden Sie das nicht verstanden haben? Und wenn das Instrument einpacken, das nicht beschädigt wird, haben Sie das verstanden? Also wenn Sie das ignorieren, werden wir Sie einfach anpacken und mit dem Instrument ab. Packen Sie was rein, wenn Sie nicht wollen, dass das kaputt geht. Ja, dann packen Sie das bitte ein. Weil es nicht schade ist, wenn es kaputt geht. Haben lang durchgehalten. Sie jetzt rein? Genau, räumen. Danke dafür, dass ihr da seid!
Wir sind nicht auf einer guten Struktur und irgendwas Ausschüssen gewinnen und Tiere retten. Wobei. Ist da kein. Außerdem steht er. Da was? Ja. Da müssen wir uns überlegen, was wir jetzt machen. Okay, wollen wir hier rein und versuchen irgendwas zu besetzen? Weil jetzt, wenn die gleich aussteigen, dann ist alles vorbei. Ja? Okay, lass ihn dann. Was wollen wir besetzen? Nicht rauf, da. Was ist denn passiert? Wie ist das? Die nicht gerade. Die haben uns gerade geschissen. Zurück! Lass einfach los! Lass einfach los! Warte mal, ja, nur ausmachen und rein. Lass den Mund ausmachen. 1, 2, 3. Power to the people! Power to the people! 'Cause the people got the power! Tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it? Getting stronger by the hour! Getting stronger by the hour! Power! 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 Power to the people!
Irgendein Mensch hat mal gesagt, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Wir wissen, dass hier gerodet wird und dass wir geräumt werden. Trotzdem bauen wir die Baumhäuser und wir machen die Baumhäuser auch so gut wie möglich und so schön wie möglich. Wenn hier geräumt wird, dann ist ja zu erwarten, dass wir hier mehrere Tage lang nicht vom Baum runterkommen. Das heißt, dass wir uns dann hier auch entsprechend verpflegen müssen. Also wir müssen was zu essen haben, wir müssen was zu trinken haben. Und da brauche ich hier einen Platz für meinen Kocher. Also wir haben uns die Zukunft für unsere Kinder schlicht anders vorgestellt als das, was jetzt ist. Und gerade das ist eine Verantwortung, die auch die Älteren haben, die auch ich habe, mich in dem Moment dann auch einzusetzen. Dass meine Kinder eben in einer Welt leben können, in der sie noch, in der sie ihr Leben noch genießen können. Das Alter entbindet nicht von Verantwortung. Und ich verstehe jeden älteren Menschen, der körperlich nicht in der Lage ist, in den Wald zu gehen oder in einem Baumhaus zu leben und in die Bäume zu klettern. Aber ich erwarte von jedem verantwortungsbewussten Menschen, dass er sich in der Weise engagiert, in der er es kann. Und meine Hoffnung ist, dass die Älteren sich immer stärker einbringen und nicht einfach passiv akzeptieren, was hier passiert. Dass ich es jetzt hier ganz persönlich mache, liegt daran, dass ich aus irgendwelchen Gründen das Glück habe, körperlich noch dazu in der Lage zu sein. Ich kann es. Auch wenn ich das Alter verdammt nochmal sehr spüre. Ich kann nicht mehr alles. Zu Hause zu sitzen und einfach in einem festen Haus, was ich könnte. Ich könnte zu Hause sitzen und auch von dort aus Solidaritätsarbeit machen. Das wäre möglich. Aber das ist einfach nicht mein Ding, weil ich eben auch andere Dinge tun kann noch. Dass man nicht in der eigenen Blase, also die Alten unter den Alten und die Jungen unter den Jungen bleibt, sondern generationenübergreifend eben sagt, ja, wir arbeiten zusammen und wir engagieren uns auch zusammen und in der Aktion helfen wir uns auch. Das gemeinsame Engagement und das gemeinsame Erleben, da entstehen natürlich dann auch Bindungen, die also, glaube ich, sehr wichtig sind, dass man hier generationenübergreifend sozusagen an einer Sache mit einem gemeinsamen Ziel arbeitet und einander dann auch wertschätzt, auch persönlich. Es gibt einen Lernprozess, eine Dynamik, die immer mehr um sich greift und ich glaube schon, dass die Bewegung insgesamt immer stärker werden wird. und zu errufen und Heiligschein und Geist und Liebe zu geben. Die verlorenen Seelen, die hier den Wald zerstören und die Natürlichkeit ignorieren.
Helfen ist gut, helfen hat kein Corona. Ich hoffe, ihr seid in eurem Herzen auf unserer Seite. Wir stehen für eine lebenswerte Zukunft. Wir sitzen alle in einem Boot. Ja auch. Hey! Habt ihr gesehen, ey? Habt ihr gesehen, ey? Wasser! Da lang! Zusammenbleiben! Politiker! Hier ist falsch entscheidend! Hier stehen wir zwischen den Fronten! Verstehst du nicht? Ich sehe kein Leut, meine Brille ist beschlagen! Hinter der Absperrung von denen. Und die Polizei hat mit einer üblen Methode, die haben hier so einen Stock, den drücken die hier in den Arm rein und das tut brutal weh. Ich denke, ich habe jetzt hier völlig blaue Flecken an beiden Armen. Also das sind Methoden, die man nicht anwenden muss, aber das gehört wohl hier dazu, mit Gewalt auch gegen Menschen vorzugehen, um ihre Ziele durchzusetzen. Diese ganzen Halunge hier rum hier, ich lach mich kaputt hier. Ich bin 62 Jahre, ich habe gearbeitet. Ja, Sie brauchen keinen Planeten mehr. Herzlichen Glückwunsch. Positionieren Sie sich bitte. Ja, natürlich, ich bin auch für die Autobahn, das gebe ich auch zu. Gut, dann haben Sie aber bei diesem Protest nichts zu suchen. Aus dem wirtschaftlichen Aspekt sein. Der wirtschaftliche Aspekt bringt rein gar nichts, wenn unsere Lebensgrundlage und unser Sauerstoffhahn abgedreht werden. Dann haben wir von unserer Wirtschaft absolut überhaupt gar nichts. Dann fahrt doch in Amazonas, da wird das zigfache weggerodet. Warum seid ihr nicht da? Weil wir hier wohnen, weil wir hier leben. Da fahrt ihr aber nicht, da wird so viel weggerodet, fast wie das ganze Bundesland. Sie lenken vom Thema ab. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Es geht einfach nur darum, positionieren Sie sich. Sie haben gesagt, Sie sind nicht Teil dieses Protests. Dann bitte gehen Sie von uns weg. Nachdem Sie die Polizisten dafür angefeuert haben, härtere Gewalt gegen uns einzusetzen. Das ist unsolidarisch. Gegen dich nicht. Gegen mich nicht. Gegen mich Wieso schon. denn nicht gegen mich? Nur gegen die Leute, die Steine werfen, wie vorhin. Und da damit Schaden errichtet. Nur gegen diese Leute. Nicht gegen Leute, die Sie haben gepöbelt, bevor überhaupt ein Mensch einen Stein in die Hand genommen hat. Ja, natürlich. Vorher haben die schon alle mit Steinen geworfen. Das ist okay. Ganz einfach. Ich hab gesagt, weil die mit Steinen geworfen haben. Wo ist ein Stein geflogen? Da warst du nicht hier. Ich war aber da vorne.
Mann, oh Mann, reden, mit euch kann man nicht diskutieren. Ich würde sehr gerne. Entschuldigung, aber eine Diskussionskultur ist auch was anderes, als PolizistInnen dazu anzufeuern, auf Demonstranten zu zielen. Ich werde die Polizei immer anfeuern, wenn ein Stein geworfen wird. Ganz einfach. Aber wenn die Polizei Gewalt gegen Unschuldige einsetzt? Das macht die Polizei nicht. Ihr könnt uns wieder und wieder von den Bäumen. Ihr könnt Baum für Baum zerstören. Doch jede Schlacht, die ihr meint zu gewinnen, wird uns neue KämpferInnen gewähren. Ihr könnt uns schlagen, uns ausziehen, uns schicken. Uns Wasser und Toilette verwehren. Doch jeder Versuch, uns müde zu machen, wird die Kraft der KämpferInnen vermehren. Wir sind hier nicht aus einer Laune, aus Routine, Langeweile. Wir sind hier aus Leidenschaft. Tanzen mitten in der Nacht, frei lebendig ums Feuer, und darin liegt unsere Kraft. Wir können zerstören, was euch im Weg scheint, aber niemals was euch wirklich Ärger macht. Bekämpft Symptome und versteht nicht, dass ihr damit selbst den Widerstand Sieg wird euch keine Freude bringen. Schuld und Stumpfsinn sind die Trophäen, die ihr nach Hause nehmen könnt. Sympathie derer, die vom System profitieren, sei euch auch noch vergönnt. Schlagen, ihr könnt uns einsperren und uns kriminalisieren, argumentieren mit Recht und Gesetz. Doch während ihr blind Befehle befolgt, wird bei uns Recht durch Gerecht ersetzt. Wir sind hier nicht aus einer Laune, aus Routine, Langeweile, wir sind hier aus Leidenschaft. Wir tanzen mitten in der Nacht, frei lebendig ums Feuer, und darin liegt unsere Kraft. Ihr könnt zerstören, was euch im Weg scheint, aber niemals weiß euch wirklich Ärger macht. Bekämpft Symptome und versteht nicht, dass ihr damit selbst den Widerstand erschafft. Ihr könnt uns nicht besiegen. Niemals wird unsere Kraft versiegen, weil unsere Herzen lauter schlagen, als eure Kettensägen kreischen, weil unsere Träume höher fliegen, als eure Hebebühnen reichen.
diese ständige Angst, also morgens aufzuwachen mit dem Megafon, das Sirene macht und schreit, die Cops kommen und dann die Cops hier durchmarschieren und teilweise Menschen festnehmen, mitnehmen und wegtragen, einfach weil sie es können, ist halt einfach so eine krasse Belastung, dass die Menschen verständlicherweise wütend werden. Dass da irgendwie mit Fäkalien geschmissen wird oder mit irgendwelche blöden Aktionen. Was die meisten Menschen halt nicht verstehen, ist, dass so eine Gewalt entsteht aus Hilflosigkeit und aus Angst. Wie soll ich den Generationen, die nach mir kommen, in die Augen schauen und sagen, ich habe halt mein Leben gelebt. Ich habe halt meinen Job gemacht. Wir wussten es nicht. Genau, wir wussten nicht, was passiert. Das stimmt nicht. Wir wissen es und wir haben die Möglichkeit und wir haben die Bildung. So. Und das ist ein krasses Privileg. So. Und das sehen wir ja hier auch. Also der Protest hier ist mehrheitlich privilegierte weiße Menschen. So. Und auch das ist so absurd. Auch die Polizei. So, die meisten von denen sind weiße, krass privilegierte Menschen. Wie können wir das verantworten, weiter so zu leben, wie wir leben? Wie können wir Klamotten tragen, von denen wir wissen, dass die von Menschen genäht werden, die so bitteres Leben führen, weil wir so wohlhabend leben? Wie ist das möglich? Alles, was hier steht, also es baut auf der Ausbeutung anderer auf. Und diese Wut, die ist so riesig und die ist so schmerzhaft, aber die hat keinen Adressaten, die hat keine Adressatin. Und deswegen, wenn du dann täglich angegriffen wirst und mit diesem ganzen Hintergrund, dann ist die Polizei, wird zur Adressatin dieser Wut. Ich würde sagen, dass es bei der Revolution so ist, dass sie immer hoffnungslos wirken, dass sie aussichtslos wirken. Das macht den Charakter von Revolution aus. Und Revolution meint nicht etwas Gewalttätiges, sondern eigentlich die Revolutionen, die funktionieren, die sind alle gewaltfrei die sind alle gewaltfrei. Und insofern, man kämpft halt gegen dieses System an, man kämpft halt gegen diese Strukturen an und tut es auch, und das ist halt das Prinzip Hoffnung, dass man halt, obwohl es aussichtsreich erscheint, einfach das weitermacht und das weiter halt vorantreibt, ja. Würde ich sagen. Ja. Ich kann nicht mal mehr weinen. Ich glaub's dir. Ja. 200 Meter von hier! 200 Meter von hier! Im nächsten Barrio! Im nächsten Barrio! Direkt hinter dem Tripod! Direkt hinter dem Tripod! Cops are 300 meters away from the barrio, directly behind the tripod. Kommen die rein? Ihr scheiß Lügner! Scheiß Marionetten seid ihr alle! Wir sind so gefährlich hier oben auf den Bäumen! Ihr schmeißt die Sachen runter, nicht wir! Lächerliche Aktion, die ihr abzieht! Eure Kinder kaufen unser Gras. Eure Kinder kaufen unser Gras. Ich finde, eure Kinder werden wie wir, eure Kinder werden alle früher auch sehr gut. Oder sind schon lange hier. Ja, das ist auch gut, stimmt. Eure Kinder sind schon
Ja, der eine kann es nicht allein. Muss eure Kollegen Nähern Sie sich nicht den Polizeikräften. Bleibt zurück. Du bist nicht allein! Wir stehen hier gerade kurz vor dem Baumhausdorf Woanders. Das ist die erste große Struktur, die im Dannröder Wald geräumt werden soll. Seit mehr als einer Woche wird hier geräumt und gerodet und Menschen sitzen immer noch in Bäumen, um diesen Wald zu schützen. Was hier passiert, ist ein Symptom einer Gesellschaft, die über ihre Verhältnisse heraus lebt und wirtschaftet. In den letzten 40 Jahren haben wir 80% der Fluginsekten verloren. In den letzten 40 Jahren haben wir eine Autobahn geplant, die weiterhin Ökosysteme zerstört. Und ich frage mich, was wir in den nächsten 40 Jahren tun wollen. Jetzt schon gehen Menschen auf die Flucht, weil da, wo sie leben, es kein Wasser mehr gibt. Und wir hier stehen in einem Trinkwasserschutzgebiet und scheißen drauf. Wir scheißen drauf, weil wir hier eine Autobahn durchbauen. Ja, und zwar die Frage war, wie entschlossen sind deiner Meinung nach die Menschen hier im Wald? Man sieht ja jeden Tag, es wird geräumt, es wird besetzt, es wird geräumt, es wird gerodet, es wird besetzt und so weiter und so fort. Scheint, dass immer wieder Leute hier kommen. Die Menschen, die sich hier für den Erhalt des Dannröder Wald einsetzen, sind geprägt von einer unglaublichen Entschlossenheit. Und wir halten das durch, weil wir diesen Wald lieben und weil wir diese Welt lieben und eine Hoffnung haben, dass ein anderes Leben möglich ist. Ein Leben, was ein gutes Leben für alle bedeutet. Und deswegen halten wir das durch, obwohl wir vielleicht 200 Aktivistinnen sind und einer riesigen Staatsgewalt gegenüberstehen. Aber wir können das durchhalten, weil wir daran glauben und weil wir einander haben. Dieser Wald ist so wunderschön, hier ist so viel Leben. Und mich macht dieser Gedanke einfach traurig, zu wissen, dass diese Bäume hier irgendwann nicht mehr da sind. Dass Menschen nicht das Glück haben, hier sich diese
wunderschönen Bauten und auch weniger schönen Bauten, aber diese Bauten, die mit Liebe und dem Bewusstsein gebaut wurden, irgendwie was zu beschützen und Menschen Raum dafür zu geben, diesen Wald zu schützen, dass sich das niemand mehr anschauen kann. Dass es nicht mehr die Möglichkeit gibt, dass irgendwie in 30, 40 Jahren hier Menschen durchgehen und sagen, hey, irgendwie, wie haben die das damals vielleicht auch gemacht? So, was können wir davon lernen, was können wir uns angucken? Und im Bestfall, wie ist das möglich, dass eine Bevölkerung und dass eine Gemeinschaft sagt, wir versuchen die abgetragenen Wege des kapitalistischen Systems irgendwie zu laufen, nicht mehr zu laufen und weiterzugehen. Weil im Endeffekt dieses Prinzip davon zu sagen, Schule, Ausbildung, Studium, Arbeit, Seniorentum, das mag vielleicht mal ein individuelles Ding sein, aber ich finde diesen Gedanken einfach nicht attraktiv, mein Leben damit zu verbringen, für Menschen zu arbeiten, für die ich im Endeffekt auch nur eine Zahl bin, die mich austauschen können. Und dieser Raum zeigt, dass es möglich ist, dass Menschen irgendwie Interesse daran haben, produktiv zu sein, zu gestalten, kreativ sich auszuleben und in der Gemeinschaft zu leben. So, und selbst wenn hier Menschen nicht die Fähigkeit haben, arbeiten zu gehen oder die Zeit haben, arbeiten zu gehen, weil sie gerade an den Punkt kommen, wie ich als Individuum, und sagen, mir ist der Aktivismus so wichtig, dass ich bereit bin, Einschnitte in mein Leben zu nehmen, dass ich bereit bin, irgendwie ein Studium aufzugeben und vielleicht auch im schlimmsten Fall im Gefängnis zu landen, um für meine Werte einzustehen und zu sagen, so, es geht nicht mehr weiter. Was für dich? Ja. Baumhaus und warten da drauf, dass da draußen wer kommt. Seit Tagen schon haben wir uns vorbereitet,
dass da wer kommt. Wir haben gegessen jeden Tag, so viel wir konnten. Wir haben getrunken jeden Tag, so viel wir konnten. Damit es wegkommt, der ganze Mist. Aufopferungsvoll durchgekifft. Und jetzt sitzen wir hier am Abend vor der Apokalypse und warten darauf, dass sie kommen. Und wir wussten, dass sie irgendwann dann da stehen. Und sie wussten, dass wir hier nicht weggehen. Wir bleiben hier, solange wir können, bleiben wir hier. Wir bleiben Gehen nicht weg. Der Wald ist unser Zuhause. Wir gehen nicht weg. Wir gehen nicht weg. Wir gehen nicht weg. Nicht weg. Wollen sie uns haben, dann sollen sie uns doch holen. Wir bleiben hier sitzen. Sie bleiben uns gestohlen wie der Wald, den sie uns nehmen. Und sie, die können uns mal. Wir bleiben hier, unser Wille aus Stahl, unsere Herzen aus Feuer. Und wir bleiben hier stehen, weil ohne uns wird der Wald gehen. Mit unserem Mut und unserer Kraft, die jeder hat, der hier sitzt und der hier alles gibt, was er kann. 110% jeden Tag und jede Nacht. Weil wir wissen, wenn wir gehen, würde auch dieser Wald weg sein, würde unsere Zukunft in Gefahr sein. Drum sitzen wir hier und geben, was wir können, jeden Tag ein bisschen mehr. Wir können nicht immer glücklich sein, aber und ich glaube halt auch nicht, dass wir glücklich sein können, solange irgendjemand noch auf diesem Planeten leidet und Wälder gerodet werden. Also ich persönlich kann nicht glücklich sein, solange der Amazonas brennt. Nee, für mich ist es irgendwie Teil des Glücks, zu versuchen, etwas dagegen zu tun. Also ich könnte nicht glücklich werden, indem ich jetzt daheim sitze und sage, mich betrifft das nicht und dann ist es in Ordnung so. Also ich muss halt irgendwas tun, selbst wenn ich manchmal vielleicht die Hoffnung aufgebe. Aber ich finde, dass Glücklichsein dabei auch irgendwie so der Teil ist, zu merken, es gibt einfach irgendwo auch immer noch so viele Menschen, die das ähnlich sehen und die sich dafür einsetzen. Und das kann, finde ich, auch wieder glücklich machen, zu sehen, dass es das halt auch irgendwie gibt. Und das Wandel möglich ist. Und wir haben hier halt einfach immer so viel mehr Spaß. Also. Ich denke auch. Wir haben Spaß und die Bereitschaft. Auf jeden Fall total schön, so zu merken. Oh, da kommen viele Menschen und Maschinen und Maschinen. Party starting. Wo wir gerade von Tomaten Das ist eine gute Frage. Trägt ein Mensch einen Edding? Ja. Hab ich getroffen? Geil! Dass ich dann eben nicht sicher war, wie weit die Partei selber von der DDR. Auf die Verweigerung erfolgt ein Vorschlag der Polizei der Verfügung an die Person auf der Plattform. Die begehen einen Verstoß gegen § 16 des Waldgesetzes sowie gegen die Allgemeinregelung des Bundesverkehrs. Ja.
Ja, du kannst jederzeit da hochklettern. Nur weil noch kein Richter gesagt hat, dass sie daran schuld sind. Als die Mutter nicht daran schuld sind. Die sind an Rechtsstaat. Ja, die Seile haben sie wahrscheinlich von selbst geschnitten, oder? Die Seile haben sie von selbst geschnitten. Nein. Was erwarten Sie denn? Ich erwarte nichts und freue mich immer über absolut kreative Menschen. Hier bleiben. Ja, wo soll ich hin? Genau. So, da mal hinsetzen, wo ihr die ganze Zeit gesessen habt, bitte. Sammelt bitte eure persönlichen Sachen ein und raucht auf. Wenn ihr Salzzeug von euch kriegt, ist keine Zigarette mehr im Mund. Okay? Hier. Die Kollegen da so machen. Ja, die ein Problem hat. Ja, das wir können das mal weitergeben. Scheint März, das kommt ja wenigstens runter, dann... Oh. Seid ihr dran, Tessie? Okay. Ja. It is what it is. In the end, nature always wins. In the end. Mit Sicherheit. Warum denn dagegen wehren? Ja, man könnte hier. einfach mitmachen. Wir wehren uns wir nicht haben dagegen. Auch Porridge, wenn du deine Uniform Pass ausziehst, auf, können wir ich einfach... wehre mich nicht dagegen. Es gibt da eine Website, kritische-polizei.de. Ja, ich bin da bestimmt kritisch, aber ich wehre mich nicht dagegen, weil Recht und Gesetz durchgesetzt werden muss. Ne? Aber... Dann seid ihr ja die Ersten, die sagt, da ist einer von uns verhauen worden, da müssen wir Recht und Gesetz durchsetzen. Und dann komme ich genauso wie jetzt hier für diese Straße. Die steht über dem Gesetz. Hier, aber das ist Recht. Ich kann es doch nicht ändern. Aber Moral, nochmal, Sie können nur das tun, was Sie mit Ihrem Gewissen vereinbaren. Ja, also mein Ziel ist immer noch, einen Polizisten dazu zu kriegen, seine Uniform auszuziehen, weil er sieht, dass es falsch ist, was er hier tut. Und nicht rechtlich falsch, sondern moralisch falsch. Ich bin da ganz dafür. Klimawende bin ich auch dafür. Nur eine Klimawende geht nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein ganz langer Prozess. Aber wir haben jetzt halt 5 nach 12, also es Es ist wäre nicht trotzdem so... ein ganz langer Prozess. Und es werden wahrscheinlich noch... starten den Prozess damit, eine neue Autobahn durch den Wald zu bauen, durch den Dauerwald. Hier, das habe ich nicht entschieden. Das ist Ja, nicht meine aber Sie Entscheidung. setzen es ja durch. Chrissy, bist du? Wer mitmacht, der macht mit. Gut. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir weit entfernt sind voneinander. Kein Argument zu sagen, dass es... Ich glaube, wir sind ganz schön weit entfernt voneinander. Wenn man Weil- mitmacht und wenn man Befehle ausführt, dann Ja, sollte man auch dahinter stehen und ansonsten eine Zellentür halt. Auf unterschiedlichen Seiten der Geschichte. Weil wenn Sie Ihre Eltern irgendwann mal, Ihre Enkel irgendwann mal fragen, und was hast du so gemacht, wo es Anfang war vom Klimawandel, werden Sie sagen, oh ja, ich habe einen Wald für eine Autobahn geräumt. Ich werde sagen, ich habe mich dagegen gestellt, einen Wald für eine Autobahn zu räumen. Ja. Werde ich jetzt angezogen? Geht Ihnen mein Gelaber so auf den Sack, dass ich gehen darf? Nein. Das ist aber nett. Habe ich das gesagt? Nö, aber ich habe es mal angenommen. Doch schon. Schon so ein bisschen, ja. Ich gucke, dass der Rucksack nirgends hängen bleibt. Hängst du schon dran. Oh. Cops entering the kitchen. Oh. Schieb gleich meine Arme da rein. Ja. Wo ist Und denn das Schloss? Innen drin, das Schloss liegt da drin. Und damit kette ich dann meine Hände hier aneinander.
Eigentlich wäre es mit Gips besser, aber wir haben das spontan gemacht. Die dürfen halt nicht sehen, dass es nur Tape ist und nicht rankommen, sonst schneiden sie es einfach durch. Aber sie kommen da auch nicht rein, das ist viel zu eng. Mein Arm steckt da ja komplett drin dann. Entweder sie nehmen eine Flex und schneiden hier so ein Loch rein, um meine Kette durchzuknipsen, oder sie schneiden den Ast ab und nehmen mich mit dem Lock-on runter. Aber beides wird lange dauern. Oh, fuck. Der Mensch liegt da, um gut in das Lock-on reinzugehen. Ja, okay. Und ich klebe mich dann fest. Ja. Ich rede mir einfach irgendwie ein und hoffe, dass wir halt hier irgendwie was aufgebaut haben, was über die Baumhäuser hinaus wächst. Irgendwie, ich stelle mir vor, dass wir vielleicht den Wald nicht retten können, aber der Wald oder in diesem Wald Samen gepflanzt wurden in Menschen, die das jetzt heraustragen in die Welt. Und dass vielleicht in 10 Jahren Menschen wissen, dass wir nicht kampflos aufgegeben haben. Dass es irgendwie immer Menschen gab, die gekämpft haben dagegen, was scheiße ist. Und ich stelle fest, dass ganz schön viel richtig scheiße ist in dieser Welt. Und wir haben uns einen ziemlich großen Gegner ausgesucht. Vielleicht gerade noch ein bisschen zu groß. Die Farben der Liebe, der Wut und des Waldes, die schwarz-grünen Fahnen der Emanzipation. Die Farben der Liebe, der Wut und des Waldes, die schwarz-grünen Farben der Emanzipation. Auf, meine Freunde, steigt in die Bäume, wir machen Schluss mit der Rodungssaison. Auf die Barrikaden für die anarchistische Revolution. Auf die Barrikaden für die anarchistische Revolution. Zweifelnde Menschen, erkennt eure Stärke, befreit euch aus eurer Isolation. Haltet fest zusammen für die anarchistische Revolution. Haltet fest zusammen für die anarchistische Revolution.